Moin Moin, ich bin Dennis von Easy Feedback. Pizza, Pantoffeln und Performance. Die Synonyme für Homeoffice und Digitalisierung. Seit knapp 11 Jahren bin ich jetzt mit Easy Feedback unterwegs und habe in der Zeit hunderte Gespräche mit Kunden geführt, unzählige Fragebögen gesehen und viele konstruktive Meinungen ausgetauscht. Wir haben uns überlegt, wie wir dieses Wissen euch zur Verfügung stellen können. Dazu haben wir eine Videoreihe gestartet, in der ich meine Erfahrungen und Insights an euch weitergebe. Das Ganze erhaltet ihr in einem monatlichen Newsletter, so wie auch heute. Also nicht abmelden und immer dranbleiben. Aber jetzt keine lange Rede an der Stelle. Lasst uns starten mit dem ersten Insight von Dennis. Pizza, Pantoffeln und Performance. Mein erstes Insight an euch. Warum Pizza, Pantoffeln und Performance? Die Synonyme sind für Homeoffice und stehen für Homeoffice und Digitalisierung. Wir alle sind fast alle im Homeoffice jetzt aktuell, was auch neue Herausforderungen bringt. Aber auf beider Seiten. Also einmal für die Person, die im Homeoffice arbeitet, also für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen, aber auch andersrum für die Personalleitung und für die Geschäftsleitung, die halt auch da und mit Zahlen arbeitet und KPIs fordert. Und wir müssen versuchen, als Personaler jetzt, als HRler, das Ganze unter einen Hut zu kriegen. Das Thema ist ein bisschen ausgerichtet ans Personalmanagement, an die Personalleitung, Personalplanung, Human Resources. Was ist mein erstes Insight? Folgende Fragestellung. Wir fokussieren uns auf einen Pulscheck. Das heißt, wir wollen wöchentlich, vielleicht nicht, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen wollen wir ein kurzes Feedback von unseren Mitarbeitern erhalten. So, und jetzt ist die große Fragestellung, wenn ich nur 3 Fragen in einem Pulscheck stellen dürfte, welche würde ich wählen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer sich die ausgedacht hat, aber ich finde sie wirklich spannend, wenn ich mich fokussieren müsste auf nur 3 Fragen. Als Geschäftsführer habe ich natürlich eine gewisse Perspektive, aus der ich gucke und würde halt im ersten Zuge aus der Perspektive wählen. Was aber auch viel wichtiger ist und was keiner von uns vergessen darf, der Mitarbeiter. Also es geht nicht in erster Linie immer um KPIs, sondern die KPIs können nur erreicht werden, wenn wir auch die Mitarbeiter dafür haben. Deswegen sollte ganz klar der Fokus bei der Frage Nummer 1 auf den Mitarbeiter gerichtet sein. Als Empfehlung würde ich hier eine Frage stellen, eine Skala-Frage, genau, ja, also eine leichte Skala, so dass wir für eine zeitliche Entwicklung einen guten Mittelwert ermitteln können. Da würde sich der Fragetyp Matrix bei uns anbieten mit einer Zeile, wo wir vorne die Spalte weglassen und dann beispielsweise wäre jetzt meine erste Idee und auch meine Empfehlung an der Stelle, 3 Abstufungen zu wählen. Und zwar die Frage würde lauten, wie ist dein Befinden seit der letzten Befragung? Das ist jetzt seit dem letzten Messpunkt, ist jetzt nicht sauber ausformuliert, aber wie ist dein Befinden seit dem letzten Mal? Einfach deswegen, um zu gucken, ob es eine Entwicklung im positiven oder negativen Bereich gibt. Also, wie gesagt, wie ist dein Empfinden? Wie geht es dir seit dem letzten Mal? Als Antwortoption würde ich zur Verfügung stellen, mir geht's schlechter, mir geht's gleichbleibend oder mir geht's auch wesentlich besser. So auf die Art und Weise können wir herausfinden, ob es dem Mitarbeiter gut geht oder ob die Stimmung kippt oder nicht. Dazu würde ich auch immer noch ein zusätzliches Textfeld aktivieren, so dass man darunter halt auch noch einmal die Meinung dazu äußern lassen kann, so dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen reinhören, um zu gucken, woran liegt es denn eigentlich und woran liegt es nicht. Oder was ist der ausschlaggebende Punkt fürs Positive oder Negative. Als zweite Frage würde ich noch mal ein bisschen verstärkter auf die Stimmung des Mitarbeiters einzeln eingehen und halt auch so ein bisschen in Bezug auf die Produktivität, aber da gut zurechtkommt und nicht unterfordert oder überfordert ist an der Stelle, ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil man den persönlichen Bezug, den direkten Kontakt zu dem Mitarbeiter ja nicht mehr hat. Da könnte ich mir eine Fragestellung vorstellen, wo gefragt wird, wie der Mitarbeiter beziehungsweise mit welchen Gedanken der Mitarbeiter in den Feierabend geht. Eine mögliche Antwortoption wäre, dass man zum Beispiel sagt, ich bin auch nach Feierabend immer noch mit den Gedanken am Projekt und überlege, wie ich den nächsten Tag organisiert bekomme. Das Gegenpol wäre zum Beispiel, ich freue mich auf den Feierabend und auf die Gesellschaft meiner Mitmenschen zum Beispiel.
an der Stelle, da können wir relativ gut rausfinden, inwieweit der Mitarbeiter noch auch über die Zeit des Feierabends hinaus gestresst ist sozusagen, dass er sich mit dem Job identifiziert. Natürlich sollen sie sich alle, aber ob die Ruhephasen möglich sind beim Mitarbeiter, weil wir auch wissen, wenn die Ruhephasen irgendwann nicht mehr möglich sind, die Produktivität sinkt. Ja, das wären so zwei Ansätze jetzt mal. Wir haben ein schönes Beispiel für eine Pulscheck-Befragung schon vorbereitet. Findet ihr in unserem Vorlagenbereich. Da einfach mal reinschauen. Da sind diese Formulierungen auch vorhanden und auch weitere Formulierungen. Wenn wir jetzt noch zur dritten Frage kommen. Die dritte Frage wäre so ein bisschen ausgerichtet an der Personalentwicklung und auch an der Personalplanung. Das ist dann Fokus gerichtet auf die Human Resources Abteilung. Hier könnte ich mir eine gute Kombination aus Fragen vorstellen, wo wir einmal nach der Intensität fragen, der Aufgaben, die zu erledigen sind, ob das anspruchsvoller wird oder weniger anspruchsvoll wird, ob die zeitliche Einschätzung gut passt. Aber das wären, wenn man mich jetzt fragt, wenn ich nur 3 Fragen stellen dürfte, wären das meine 3 Fragen für einen vierwöchigen Rhythmus, Pulscheck in der Richtung. Also erstens das Wohlbefinden des Mitarbeiters, zweitens so ein bisschen gucken, wie die Produktivität vonstatten geht, ob wirklich der Mitarbeiter auch alles so umsetzen kann, wie er es sich dann selber auch gerne wünscht und nicht zu stark beansprucht wird. Und die dritte Frage würde so ein bisschen in die Planung und Organisation gehen, wo man halt auch sieht, okay, ist der Mitarbeiter jetzt vielleicht in Aufgabenbereiche reingerutscht, die neu für ihn sind, die sehr hochkomplex sind, anspruchsvoll sind, so dass man sagt, okay, vielleicht müssen wir da nochmal ein Gespräch führen, vielleicht ist eine andere Position für dich besser geeignet, eine höherwertige Position zum Beispiel auch, was ja auch positive Effekte hat. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die Mitarbeiter hier vor die Zielscheibe stellen wollen, das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern wir wollen ein offenes Ohr geben, wir wollen Feedback erhalten, wir wollen wissen, geht es allen gut und kommen wir mit unseren Projekten genauso voran, wie wir es vorher halt auch geschafft haben. Das war der erste Insight von mir. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Inspiration gegeben und ihr konntet da 1, 2 Sachen draus ziehen und das mitnehmen. Also, bis dahin, bis zum nächsten Insight.